Ja, ich habe mir TikTok angeschaut wieder. Ja. Ja, jetzt wird Zeit, dass wir halt das wieder die Serie wieder gucken, TikTok. Ja. Ich habe dann gemacht, dass man mittags oder halt, ja, da ist mit Tageslicht da, dann sieht man den Hintergrund besser. Da habe ich auch das von der Bud Spencer Zuckerware, habe ich mir jetzt auch das da aufgehängt. Ich weiß gar nicht, ob die Kamera das so erfassen kann. Ja, was drauf? Ja, weil die Schachtel jetzt ins Regal zu stellen, habe ich gedacht, ja gut, ist auch nicht der Hit. Und dann nehmen wir halt das Bild da aufhängen, dann passt das so. Ja. So, Almdudler ist auch wieder am Start. Ja. Das passt zu TikTok. Ja. Ja, wenn sie in der Schenke einkehren oder auch mal einen Almdudelabend zu dudelt. Ja. Salute. Ja, ich habe heute mein Wing Chun T-Shirt an. Ja. Ja, ich bin immer auf der Suche für ein Wing Chun Dojo, wo ich weiterlernen kann, aber schwierig in der Provinz das zu finden. Da gibt es ein bisschen noch was, aber ja, ich bin so langsam kein Wing Chun Fan mehr, vom Stil schon, der Stil ist immer noch effektiv, aber so wie das in Deutschland aufzieht, das ist manchmal schwierig. Ja. Der deutsche Verband hat einen anderen Stil für sich, aber das Hauptproblem ist halt auch, die machen das Gegenteil, was die Leute wollen. Also, ich bin im Wing Chun ziemlich weit gekommen und war kurz vom Meistergrad und da wurde das schon wieder gezogen. Und die knallharte Arbeit, die du jahrelang reingesteckt hast, wenn du nicht weitermachen darfst, schon, gut, umsonst jetzt nicht. Man kann ja das, was man gelernt hat, aber wenn man das Ziel gehabt hat, Meister zu werden und selber zu unterrichten und dann ist das schon eine miese Tour, wenn man einfach, du trainierst jahrelang und arbeitest jahrelang und auf einmal wird das entzogen, dann ist das schon hart. Ja, weil, ja. Gut, aber das soll jetzt Thema nicht sein, das soll TikTok sein, das ist Staffel 1, Folge 5. Die Verfolgung, Regie James Allen. Ich habe ein paar Stichworte wieder aufgeschrieben, wie immer. Dick Torben und Sniffnick grillen idyllisch am See und diskutieren, ob sie noch eine Pferdekutsche überfallen soll oder nicht, weil der Sniffnick hat noch mal Lust. Ja. Dick Torben hat gesagt, wir hätten jetzt mal genug überfallen, weil denen ja immer die Reiche beklauen, schenken uns die Arme. Ja. So wie bei Robin Hood. Ja. Während das klaut ein anderer Dieb, Dick Torben und Sniffnick an die Pferde, die Pistole und die letzte Beute. Dick Torben spricht vom Gespür und macht es dann zu spät, dass sie beraubt waren. Und der Räuber ist dann auf der Flucht. Ja, und dann gibt es eine Verfolgungsjagd. Ja. Und am riesen Anwesend vom Adelshaus geht der Räuber hin. Und Dick Torben und Sniffnick das Anwesen quasi absuchen nach dem Räuber. Jetzt denkt halt ein alter Mann, oh, die zwei beklauen aus, so. Ne? Wenn sie aber nicht vorgeht, weil die wollen einen Räuber finden, etwas schwerhörig und verstanden, was Dick Torben und Sniffnick sagt, dann müssen sie die Hausdame gegangen. Und die erklärt es denen dann alles und dann sind die auch begeistert. Dann zeigen sie mir einen Räuber gesehen und der könnte ja noch bei ihnen auf dem Grundstück sein und eure Frau sagt, ja, keine Pistole, nehmen sie, suchen sie den Räuber. Was dann Hinweis ist später für TikTok, wer eigentlich wirklich ein Räuber ist. Die junge Hausdame, die verguckt sich der TikTok. Ja. Dann stellt sich später fest, ja,
dass es kein Räuber war, sondern Räubin. Ja, und dass das quasi die junge Hausdame war. Die Hausdame hat sich auch in der Ticktorben verguckt und Ticktorben die Hausdame. Ja. Ja, dann tut der Ticktorben dann auch die Hausdame stellen. Ja, weil der hat dann denkt, ja gut, wie will die wissen, dass man keine Waffenkette hin, außer sie wäre die Räuberin und dann hat er sie in Flagrante erwischt, wie sie quasi im Männerkostüm rumgerannt ist und quasi maskiert. Und dann, ja, die zwei schon, dass das die Hausdame war, weil die hat gewusst, dass sie keine Waffe dabei hätten. Also, und nur die Räuberin hätte es wissen können, weil die Waffe weggenommen hat von den beiden. Und das Dümmste war ja, da hat der Ticktorben, ja, mit der, also er hat auch Liebesgefühle zu der Frau und die liebt ihn auch und da wollte er schon mit deren Fußkampf ausfechten. Fast schon Knecke wie bei Brockbank Mountain, aber nicht ganz so. Ja, und die Frau hat halt eine Kämpferwelle. Dann sind sie noch romantisch frühstücken gegangen. Ist wieder auf, das war nett. Aber die Räuberin, wie eine Katz, die hat halt quasi Ticktorben schon wieder beraten, ist wieder flüchtig gewesen. Also eine Verflüchtung nach der Verfolgung nach der anderen, aber da war sie schon weg und Ticktorben meinte, ja, ja, mir hat den Schatz noch in der Tasche, was dann haben noch Kieselsteine rausgefallen. Boah, die Story, die killt mich also. Also die Story ist echt schlecht gealtert, muss man sagen. Wenn die damals, ich weiß nicht, wann sie es drehten, wahrscheinlich in den 60er, vielleicht auch in den 70er, aber ich glaube in den 60er, wenn damals, ja, wenn die Leute da vom Geschäft gekommen sind und hat es eh nicht viel gegeben und haben da ein bisschen Verstreuung gesucht, ja, also alles zum Aufschwung, auch nach der Kriegszeit noch, wo der Krieg 45 aus war, aber wenn sie mit leichter Unterhaltung haben die Leute auch Verstreuung gesucht. Die Storylines sind sie in den Filmen von den 60er bis heute sich natürlich sich total weiterentwickelt. Also die Storyline ist ein bisschen schlecht gealtert, finde ich. Obwohl das eigentlich alles liebevoll aufgemacht wurde, muss man sagen. Also mit Landschaften, mit Schauspielern sind genial und so. Da hatte ich manchmal heute Filme gesehen, die so ein bisschen liebloser gemacht sind wie das. Ja, also das ist schon lieb, also vom Aufwand ist das und Kostüme und so ist alles liebevoll hergemacht. Aber die Story ist jetzt nicht so, wo mich vom Sessel rausreißt. Ja, ja und dann die Räuberin, die geht zum anderen Adelshaus, hat dann so ein, ich hab's mal aufgeschrieben, was mir durch den Kopf gegangen ist. Zwischenhändler und der Zwischenhändler raubt sie aus und jetzt tut der Ticktorben, Sniffneck und das Fräulein, den sich zusammen und reichert sich quasi an dem Zwischenhändler. Knecke, das ist so Knecke. Ja. Aber der Film, wie schon gesagt, die Story, die war jetzt nicht meins, weil das wirkt so, Hauptsache man hat was gedreht, einem ist nichts aufgefallen, hat man irgendwas mal aufgeschrieben. Oder hat man auf die Idee gekommen, ja, Ticktorben und Sniffneck, die raben die Reiche aus, wie wäre es, wenn die mal ausgraben war und von der Frau, in der er sich verliebt. Und wenn dann die Frau ausgraben wird, vielleicht hätten die denkt, das ist eine geniale Idee, aber also ich fand es jetzt nicht genial. So. Aber die Schauspieler waren genial, man hat denen ja abgenommen, dass sie Verliebte sind. Aber das Knecke war, dass er sich mit der Frau schlägern wollte hat, war ja doof. Aber gut, geschlägert haben sie sich ja nicht und beim Schluss kommen sie ja kommt romantisch zusammen, obwohl ich jetzt nicht verraten will, können sie den Zwischenhändler als Dieb stellen oder nicht, oder kommt er davor, dann müsst ihr euch selber anschauen. Ja. Oder beklagt, nach der Romanze wird er beim Schluss beklagt, die räuben Ticktorben, will nicht versagen, müsst ihr euch selber, will nicht sagen,
will nicht sagen, müsst ihr selber, ja, möchte nicht erzählen, müsst ihr selber anschauen. Auf jeden Fall, die Kostüme waren genial, die Landschaft war genial. Das Verfolgungsjagd ist spannend, etwas, also war schon spannend, aber ich habe schon spannendere Szenen gesehen von Dick Torben und anderen Filmen. Aber es war schon, ich muss mal die Benotung ausrechnen im Kopf. Schwierig. Warum ist so schwierig? Ja. Von 1 bis 10 hat er 6 verdient. Also, da war mir die Story zu nicht aufwendig genug. Eigentlich wollte ich schon 5 sagen. Aber da war dann zu viel Qualität drin, dass man einfach nur 5 gibt. Also mit 6 dabei. Was mir zum Beispiel, also ich fand, man hat halt, obwohl er mit der Schlägerei anfangen will, aber das hat er wahrscheinlich mehr sarkastisch gemeint, wollte mit der ein bisschen spielen. Ja, ist ja nicht zustande gekommen, fand ich aber trotzdem irgendwo knäcke. Aber bei Brokeback Mountain, was ich da miserabel gefunden habe, Brokeback Mountain, guckt man an, weil es eigentlich so eine Liebesstory sei. So. Und bei Brokeback Mountain, der schlechte eine dem anderen fressen ein, dann denke ich, was ist das für Liebesperle, Pärchen. Ja. Das macht ja keinen Sinn. Ja. Und wenn ich Brokeback Mountain aufgemacht hätte, wie ein Bollywood-Film oder Rosamunde Pilcher-Film oder so, dann wäre es für mich ein Hit gewesen. Da hätte es auch funktioniert, in meinen Augen, mit 2 Männern. Ja. Aber das war ja bei Brokeback Mountain nicht gegeben, sondern da hat man einfach, da hat man denen das nicht abgenommen, dass die da 2 Verliebte spielen. Und bei Dick Torben hat man das abgenommen, dass er und das Hausfräulein eigentlich quasi 2 Verliebte sind. Und deswegen war Dick Torben für mich besser. Also ab Dick Torben trotzdem auf Note 6 gehoben hat. Ja, Brokeback Mountain war Note 4. Da war nicht viel schlechter bewertet. Was Dick Torben auf Note 6 bewertet hat und nicht höher, war halt, dass die Story halt irgendwie knäcke war. So mit Verfolgung und dann ist das Hausfräulein und das Hausfräulein beklaut ihn schon wieder und dann wird das Hausfräulein beklaut und dann denkt sie sich doch zusammen und rächt sich an dem anderen. Den Blödsinn kann ich ja greifen irgendwie. Ich meine, das Leben schreibt die verrückteste Geschichte auch, aber ich fand es einfach, hätte sie nichts geschrieben, aber hätte sie mehr geschrieben, aber ja, das ist ja Geschmackssache. Also, aber trotzdem hat er, finde ich, ist er sehenswert, so, ja, also kommt sich sehr die Folge, weil da sind auch faszinierende Punkte drin, dass halt doch eine kleine Liebesgeschichte drin ist, dass das kein Räuber war, sondern eine Räuberin und dass der halt auch schlagkräftig ist und schlau ist wie der Dick Torben, da fand ich auch, da haben sie doch in der Story was macht für die Gleichberechtigung und das so im Zeitalter in den 60er, 70er, so fand ich schon gut. Ja. Sonst, liebe Freunde, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich komme nicht mehr drauf. Passt auf euch auf, ja, schaut euch nochmal einen Film an. Ja. Achso, ja, das wollte ich noch erzählen. Der Kinofilm Lilo und Stitch, der war gigantisch. Ich wollte den aber nicht spoilern, solange er noch im Kino läuft. Ihr müsst euch den noch selber anschauen, wenn er auf Scheibe rauskommt. DVD, Blu-ray und so weiter. Dann kann ich mal Kleinigkeiten davon erzählen, aber solange der im Kino läuft, ja,
Ich wünsche euch was, lieb Funk, Ende im Gelände!